Netflix veränderte 2007 mit ihrem Streamingdienst die gesamte Entertainment-Branche. 2014 startete der Dienst auch in Deutschland, der Schweiz und Österreich. Ich weiß noch ganz genau, wie hyped ich damals war. Direkt bei Release machte ich mir ein Abo und war absolut fasziniert, auf hunderte von Filmen und Serien zugreifen zu können. Wie ein Traum, der wahr wurde. Viele weitere Streamingdienste wie Disney Plus oder Prime Video folgten. Es entbrannte ein regelrechter Kampf um Zahlen der Abonnenten, der nun zu einem Kampf ums Überleben wurde. Die Folgen? Preiserhöhungen, das Ende von Password-Sharing und immer mehr und schlechter werdender Content. Das Schlimmste dabei? Wir verlieren den Wert an der Kunst des Bewegtbildes. Ist das goldene Zeitalter des Streamings nun vorbei? Und warum sind gerade wir, die Nutzer, dabei die großen Verlierer? Wir stecken sehr viel Arbeit in unsere Videos. Falls sie dir gefallen, unterstütze uns doch gerne mit einem Like und einem Abo. Wir würden uns sehr freuen. Als ich 2014 mein Netflix-Abo startete, war das Angebot überschaubar. Der Katalog war vor allem mit lizenzierten Filmen und Serien gefüllt. Eigenproduktionen waren damals noch rar. Mit dem Aufkommen von Disney Plus und anderen Diensten verschwanden viele lizenzierte Inhalte von Netflix. Filme und Serien, die zuvor exklusiv auf einer Plattform verfügbar waren, verteilten sich plötzlich auf verschiedene Anbieter. Um die Nutzer bei Stange zu halten, müssen neue Inhalte her. Damit Netflix und Co. also nicht der Content ausgeht, müssen sie fleißig eigene Inhalte finanzieren. Die Anzahl neuer Filme und Serien steigt dabei rasant an. Dabei leidet jedoch die Qualität. In der Vergangenheit profilierten sich Kabelsender wie HBO durch preisgekrönte Serien wie Die Sopranos oder The Wire. Durch qualitativ hochwertigen Content erhoffen sie sich Abonnenten zu gewinnen. Und das funktioniert anscheinend auch. HBO ist ein Garant für hochwertige Serien und existiert schon seit 1972. Und ja, natürlich brachten auch Netflix und Co. einige gute Filme und Serien raus. Doch die großen Streamingdienste wie Netflix interessieren sich nicht für Awards oder wie gut wir Zuschauer eine Serie finden, solange wir sie schauen. Laut dem Chief Content Officer von Netflix, Ted Sarandos, interessieren sich Netflix vor allem dafür, wie oft eine Serie 4 Wochen nach Release komplett durchgeschaut wurde und was sich ein Nutzer auf der Plattform als erstes anschaut. Das wird auch deutlich, wenn man sich mal die ganzen teuren Blockbuster von Netflix ansieht. Die meisten dieser Filme kommen mäßig beim Publikum an und haben generell einfach eine schlechte Qualität. Ich meine, schaut auch nur mal das CGI von Red Notice an. Einfach grauenhaft. Und das bei einem Budget von 200 Millionen US-Dollar. Auf der anderen Seite werden Serien bereits nach 1 oder 2 Staffeln abgesetzt, trotz enorm guter Bewertungen von Zuschauern wie auch Kritikern. Ein trauriges Beispiel dafür ist Mindhunter. So sagte David Fincher, der Produzent der Serie, in einem Interview, dass Mindhunter eine sehr teure Serie gewesen sei. In den Augen von Netflix hat sie nicht genug Publikum angezogen, um solch eine hohe Investition zu rechtfertigen. Denn auch gute Inhalte kosten viel Geld. Jede neue Staffel einer erfolgreichen Serie kostet noch mehr, weil beispielsweise Verträge verlängert werden müssen und dabei höhere Gagen fällig werden. Deshalb muss sich Netflix genau überlegen, ob es sich überhaupt lohnt, eine weitere Staffel zu produzieren. Oft ist es lukrativer, eine Serie abzusetzen und stattdessen eine komplett neue zu produzieren, welche neue Kunden anzieht, oft günstiger ist und einen neuen Hype generieren könnte. Oder einfach große Blockbuster mit namhaften Stars zu produzieren geht natürlich auch. Wenn man genug an die Wand wirft, bleibt am Ende doch etwas kleben, oder? Es gibt also sehr viel und schlechten Content. Aber den würde es ja nicht geben, wenn die Zuschauer sich das nicht anschauen würden. Der US-amerikanische Journalist und Twitter-User Lance Ulanov machte eine Umfrage, bei der er wissen wollte, was ein Zuschauer macht, wenn eine Netflix-Show eine Bewertung von 38% auf Rotten Tomatoes hat. Also eher schlecht beim Publikum ankommt. Über 50% würden solch einer Show eine Chance geben und zumindest die ersten Episoden schauen. Wenn genügend Leute die erste Episode schauen, egal wie gut sie ankommt, landet sie in den Top 10. In den Top 10 wird sie einem großen Publikum vorgestellt, was automatisch zu höheren Zuschauerzahlen führt. Das ist für Netflix Beweis genug, dass ihre Formel funktioniert. Wir schauen also das, was uns vorgesetzt wird. Das ist auch verständlich. Es ist auch unglaublich anstrengend, sich durch den schier endlosen Katalog an Filmen und Serien durchzuarbeiten. Ich meine, wer kennt es nicht?
Nach einem anstrengenden Arbeitstag möchte man sich einen guten Film gönnen, sucht aber gefühlt eine Ewigkeit danach, um sich am Ende dann doch mit irgendeinem Netflix-Vorschlag zufrieden zu geben. Ein weiteres Problem ist das Streaming an sich. Filme und Serien können heutzutage fast überall geschaut werden. Auf dem kleinen Smartphone-Display, in der Küche oder in der Bahn. Diese Allgegenwärtigkeit hat unseren Bezug zu Filmen und Serien dramatisch verändert. Wir konsumieren Inhalte, ohne die dafür notwendige Wertschätzung aufzubringen. Wir haben den Bezug zur Kunst des Bewegtbilds verloren. Filme und Serien sollen die nötige Aufmerksamkeit geschenkt werden, ansonsten können sie ihre Kraft gar nie wirklich entfalten und werden zu banaler Unterhaltung degradiert. Aber das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Streamingdienste ermöglichen auch Filme und Serien, die im klassischen Fernsehen oder Kino so nie produziert worden wären, wie The Irishman oder Killers of the Flower Moon. Und ich habe auch schon zahlreiche wirklich unglaublich gute Serien und Filme von Netflix und Co. gesehen. Das Problem ist aber, diese wirklich guten Inhalte in einer schier endlosen Masse an schlechtem Content zu finden. Und das kann mitunter ein Grund sein, dass gewisse Inhalte zu wenig Aufmerksamkeit erhalten. Es gibt einfach zu viel. Es lohnt sich für Netflix und Co. also ein paar gute Inhalte auf der Plattform zu haben und den Rest mit billiger Ware zu fluten. Somit kann der zahlende Abonnent länger an die Plattform gebunden werden, da es ja immer etwas Neues zu schauen gibt. Das kann so auf Dauer nicht funktionieren, vor allem nicht, wenn die Preise steigen und die Konkurrenz immer größer wird. Streamingdienste sollten sich auf Qualität statt Quantität fokussieren. Am Anfang ging es darum, möglichst schnell zu wachsen. So lockte beispielsweise Disney beim Start von ihrem eigenen Streamingdienst mit im Vergleich zu Netflix günstigen Preisen und einem riesigen Katalog an Filmen und Serien. Das funktionierte auch ganz gut, das Problem ist jedoch, Abonnenten zu behalten. Das kostet ganz viel Geld. Die Kosten für Eigenproduktionen stiegen so von Jahr zu Jahr an. So gab Netflix 2016 knapp 7 Milliarden US-Dollar aus. 2018 waren es schon über 12 und für das Jahr 2023 wird ein Budget von 17 Milliarden erwartet. Auch Disney Plus gibt Unmengen an Geld aus. Laut CFO Christine McCarthy sollen es 2023 ganze 30 Milliarden sein. Dabei sind aber auch Kinofilme und so weiter dabei. Eine Ausnahme gibt es, und zwar Sony. Sony verkauft Lizenzen für ihre Filme an Netflix. Somit müssen sie sich nicht mit den Unterhaltskosten eines eigenen Streamingdienstes herumschlagen und profitieren gleichzeitig von der bereits vorhandenen Infrastruktur. Wahrscheinlich ein ganz cleverer Schachzug und vor allem gut für uns Nutzer. Ich meine, wollen wir wirklich unsere Lieblingsinhalte auf 10 verschiedenen Plattformen verteilt haben? Nee. Das Streaming-Business ist generell nicht lukrativ. Auch Spotify hat große Mühe, überhaupt Gewinne zu machen. Streamingdienste sind jedoch nicht mehr wegzudenken und haben die komplette Branche tiefgreifend verändert. Doch die großen Studios haben noch nicht herausgefunden, wie man damit Geld verdient, während die Kosten Jahr für Jahr steigen. Das ist ein Problem, nicht nur für die Konzerne und Filmschaffenden, sondern auch für uns Nutzer. Wir können heute Inhalte konsumieren für einen Bruchteil dessen, was wir vor dem Streaming-Zeitalter bezahlt haben. Das geht aber so nicht weiter. So hat Netflix die Preise erst gerade erhöht und das Account-Sharing unterbunden. Disney Plus will gleichziehen und andere Anbieter werden bestimmt auch folgen. Auch Werbung vor dem Stream, wie wir es vom YouTube kennen, wird in Zukunft bestimmt vermehrt auftreten. Und das trotz kostenpflichtigen Abo. Bis anhin war es vielleicht noch möglich, mehrere Anbieter gleichzeitig zu abonnieren. Doch in Zeiten von Inflation, wirtschaftlicher Rezession und steigenden Abopreisen wird es für viele schwieriger werden. Die einfachste Lösung? Service Hopping. Wechsle einfach den Streamingdienst, wenn du deine Watchlist abgearbeitet hast. Das macht ja auch Sinn und wird in Zukunft bestimmt vermehrt gemacht. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass Streamingdienste weniger, aber dafür sorgfältig ausgewählte Inhalte produzieren. Damit könnten sie Geld sparen und den Dienst für uns Nutzer besser machen. Vielleicht lernen wir dadurch die Kunst dahinter wieder mehr zu schätzen, sodass das Medium wieder seine volle Magie entfalten kann. Oder wir leben ein neues Zeitalter von Filmpiraterie und illegalem Streaming. Doch mich interessiert auch, wie ihr das ganze Thema findet. Schreibt es uns doch in die Kommentare. Und falls dir das Video gefallen hat, lass ein Like da, abonniere unseren Kanal und klick auf die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!